Prost. So, ich denke, es ist jetzt vollkommen klar, wo wir uns gerade befinden. Und zwar auf Negejima. So, wir sind beim Kino angekommen. Hier hinter uns. Aber geschlossen. Sieht eigentlich auch mehr aus wie ein Lagerhaus. Hier auf der anderen Seite ist Takamatsu. Und hier auf der Bergspitze, da ist eine Buddha-Statue. Wir waren uns erst nicht so ganz sicher, ob das ein Buddha oder ein Oni ist. Und auf der Kamera kann man es wahrscheinlich nicht gut sehen. Hier sind lauter Adler, glaube ich, die hier umherkreisen. Jetzt gerade sehe ich auch keinen. So ganz entfernt kann man da hinten noch die Seto Ohashi sehen, die auf der anderen Seite Richtung Kojima führt. Ja. Und hier sind wir jetzt kurz vor dem Eingang zur Onigashima Cave. Das Licht reicht aus, dass die Pflanzen hier unterirdisch wachsen. Also diese Höhle ist künstlich, aber schon relativ alt wahrscheinlich. Entdeckt wurde sie erst 1914 und ja, da hat man sich dann überlegt, was man hieraus machen kann.
Da hat man sich überlegt, vielleicht leben hier Oni drin, Monster. Und hat hier eine Höhle der Monster draus gemacht. Allerdings, diese Insel ist vulkanischen Ursprungs. Und der Granit hierher, oder von hier, ist bei verschiedenen Bauwerken der Umgebung genutzt worden. Zum Beispiel auch im 17. Jahrhundert vom Schloss Osaka. Oder auch Takamatsu, habe ich gelesen, ein paar Bereiche. Ob das hier aus dieser Höhle kommt, dann vor ein paar hundert Jahren oder nicht, keine Ahnung. Es gibt wohl noch einen Bereich, vielleicht sehen wir den demnächst, wo man die Meißelspuren erkennen kann, wo hier zumindest geschrieben steht, dass die etwa 2000 Jahre alt sein sollen. Und die Oni-Abdrücke hier, teilweise, wie das letzte, was wir gesehen haben, wurde dann von Schülern gemacht. Und die werden dann hier in der Höhle verteilt. Alles Masken, die Oni zeigen. Ada Oni? Merkwürdige Oni. Da ist die Schatzkammer. Ein paar Piratenkisten. Es gibt eine recht alte Geschichte, die um diese Insel geht, die auch um Oni handelt. Aber in dem Fall sind mit Oni nicht mystische Monster gemeint, sondern Piraten. Die Basaltsäulen eines Vulkanschlots. Allerdings waagerecht, nicht senkrecht. Am Fuß dieses Berges waren wir gestern und haben einen Schrein angeschaut. Und ungefähr wo der Schrein ist, wo dieser Berg aufhört, da hat eine der bekanntesten Schlachten in Japan stattgefunden, die die Heian-Zeit beendet haben, das heißt im Jahr 1185. So, die Verlierer sind dann hier mit den Schiffen geflohen und in Richtung Kyushu gegangen, wo sie dann ein paar Monate später aufgerieben wurden. An die Namen der Clans kann ich mich gerade nicht erinnern. Wir sind auf Megijima und zufällig in ein kleines Restaurant oder kleines Café gegangen, was hier von einem Deutschen geleitet wird. Und das direkt am Wasser mit dieser schönen Aussicht.